Okay, Tag 95, ich mach's kurz und knackig. Und sind hinter mir her. Ich habe das Gefühl, ich muss bald abtauchen. Aber die Sprecher sind absolut jung. Sie haben sich perfekt ergänzt zu den Aussagen. Ich habe jetzt gestern noch einen Bericht weitergeschrieben und bin zu einem bahnbrechenden Ergebnis gekommen. Die alle Ziele ist als real erwartet. Wenn das niemand stoppt, könnte das katastrophale Folge für die ganze Schweiz bedeuten. Es wäre Gefahr für die ganze Gesellschaft. Aber dank der neu gewonnenen Informationen, die ich von der Quelle gewonnen habe. It's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 who don't play, 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 who don't play, 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 who don't play, play, who don't. Long time coming, black on the bottom of my feet from running. Cataracts under my eyes from hustling. Going from buying and selling to customers. Run up the business, God is my witness. Sun up to sun up from Monday to Sunday. We maxing our limits, my mind running. Nein! Scheiße, mein Handy! So etwas bei uns passiert, unglaublich. Meinst du, das ist schon Opfer? Können wir nicht davon ausgehen, nein. Also, wenn nicht, das ist Mein Handy. die erste Sache.
Können wir so an den Täter schneller ausfindig machen. Also, das müssen wir zuerst machen. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Goodie Vlog. Ich glaube Goodie Vlog V11 oder so. Alter, schau mal, was wir gefunden haben. Schaut, warte mal. So. Da hat es einfach eine Leiche. Ist ja. Wie goofy kann man sein, dass man stirbt? Ist ja jetzt. Wir haben einfach eine Leiche gefunden. Aber ich weiß nicht, es goofy. Siehst du, wie das so sagen? Ja. Alles okay mit dir? Ja, alles bestens. Okay. Reparierende. Oh. Was? Bitte kontaktieren Sie unser A-Bot. Hä? Ey, kannst du mal schnell kommen? Was ist? Ja, ich brauche da Hilfe. Komm schnell. Weißt du denn? Ja, weißt du, wie man kaputte Daten auf einer SD-Karte wiederherstellt? Ja. Sieht nach einem einfachen Fix aus. Soll ich ganz schnell annehmen? Ah, ja, gern. Was? Also die neueste Datei habe ich wiederherstellen, aber die alte nicht. Also die Karte scheint recht kaputt zu sein. Ist irgendetwas mit der passiert? Dass sie irgendwie nass worden ist oder so? Nicht, dass ich wüsste. Aber das würde sonst schon lange. Bist du sicher? Was ist denn da drauf? Ja, irgendetwas vom Studium. Okay. Aber ist schon gut sonst? Ja, danke vielmals. Okay, easy. Ah, das ist es. Scheiße. Was ist denn da passiert?
Was willst du dort? Ich suche den Herrn Blum. Der gibt schon lange nicht mehr da. Also, wo kann ich ihn denn finden? Leider gar nicht. Er ist gestorben. Krebs. Oh. Okay. Grüezi. Wohnt da echt der Peter Schilling? Nein, der wohnt schon lange nicht mehr da. Der war unser Vormieter. Wissen Sie denn, wo er echt jetzt wohnt? Nein, wieso sollte ich das denn wissen? Der war ein älterer Herr, er war ziemlich krank, wahrscheinlich ins Altersheim geschickt. Also, ich wüsste nicht, wo der ist, sorry. Schon gut. Trotzdem danke. Ah, tschüss. Vielleicht der, hä? Die Polizei fand nach einem Verdächtigen im Zusammenhang mit dem tragischen Mord an dem 25-jährigen Journalisten Daniel Raucherberg. Die Staatsanwaltschaft bat heute in einer Pressekonferenz die Bevölkerung, sich bei Informationen zum aktuellen Aufenthaltsstandort und Gesuchten, das sich als Joel Hofer identifiziert, unmittelbar bei der Kriminalpolizei via der Nummer. Grüezi. Grüezi. Sind Sie die Frau Hollenstein? Ja, Darf ich Ihnen echt ganz kurz eine freche Frage stellen? sicher. Ich bin da gerade an einer Adressenliste am Durchgehen und da sind Sie drauf. Ah, Kennen- das bin nicht ich, das ist meine Mutter. Oh, darf ich echt mit ihr schwätzen? Die ist vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Es tut mir leid. Kennen Sie sonst noch jemanden von dieser Liste? Es geht ab. Sind Sie Frau Hollenstein? Ja. An was ist sie gestorben? An Krebs. Okay. Es tut mir sehr leid. Danke. An Lungenkrebs gestorben. Mit 25. Einen Bürojob gehabt, nie geraucht und viel Sport gemacht. Ich verstehe es bis heute nicht. Sorry. Der hat es im Fall geputzt. Was? Der auch? Ja, wissen Sie, die Huren 5G-Antennen. Ihr Chef müsste auch mal die Augen aufmachen. Okay, danke schön. Oberried. Wo ist denn das? Was? 2 Stunden Fahrt?
Bis noch. Grüß Gott, das ist eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Führerschein und Zulassungspapiere bitte. Klar, ja. Danke sehr. Danke. Passt so. Schönen Danke Tag vielmals. noch. Wiederschauen. Danke. Wiederschauen. Grüezi. Grüezi wohl. Darf ich recht kurz stören? Ja, sicher. Um was geht's denn? Also, ich bin der Joel und ich hätte da ein paar Fragen über den Schmitterpark. Wissen Sie etwas davon? Ja, das ist jetzt ein mega Zufall. Gerade vor ein paar Wochen war schon mal jemand da und hat mir Sachen zu dem gefragt. Ah ja? Sagt Ihnen der Schmitterpark etwas? Ja. Ich habe dort mal gewohnt. Wieso meinen Sie? Ja, ich hätte eben ein paar Fragen dazu, zu diesen Wohnblöcken und den Leuten, die dort gewohnt hätten. Ja, also sicher. Wenn Sie schnell reinkommen. Ja, gern. So, bitte sehr. Danke. Da gibt es einiges zu besprechen. Also, kennen Sie echt jemanden von dieser Liste? Ja, ihn da, der Herr Schilling. Das war unser Vormieter. Wir sind in seine Wohnung gezogen. Okay. Er ist gestorben. Da noch Frau Hollenstein, das war unsere Nachbarin, eine ganz nette Frau. Ja, haben die miteinander ein Wörtchen geredet und ihr ist dann aber auch nicht mehr so ganz gut gegangen. Aber, ja. Okay. Wohnen Sie denn schon lange da? Da sind wir vor ca. einem Jahr angezogen. Ja, wir haben dann, ich habe hier den Job gefunden, mit der Frau zusammen haben wir hier das Haus gefunden. Ja. Ja. Und im Schmitterpark, wie lange haben Sie denn da gewohnt? Ja, also wir haben dort nur für kurze Zeit gewohnt. Ich würde sagen, plus minus 4 Monate war das gewesen. Und ja, es ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Darum sind wir dann weg. Und du haben Sie keinen Bezug zu der Umgebung gehabt? Nein, nicht wirklich. Ja, also das Gebäude war damals noch quasi ein Neubau. Etwa 2 Jahre nach der Fertigstellung sind wir dann eingezogen. Preislich war es halt mega attraktiv, darum haben wir dann auch zugeschlagen. Aber die Frau hat einfach so... Guten Morgen, was darf ich dir bringen? Ich hätte gerne einen Cappuccino. Kommt grad. Danke.
Er ist gestorben. Vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Mit 25? Der hat es im Fall geputzt. Wir sind dann ausgezogen. Könnte das katastrophale Folge für die ganze Schweiz bedeuten. Mach den Kaffee. Entschuldigung, sorry. Sorry, hallo. Den Kaffee! Machen wir es ganz kurz. Wer hat dich beauftragt? Was? Wer von meiner Familie dich beauftragt hat, um den Journalisten umzubringen? Ich habe niemanden umgebracht. Ah, dann bist du also per Zufall vor einem toten Menschen am Umschalpen gewesen, hä? Du hast mich verfolgt. Ja, aber leider nicht verwünscht. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe gemeint, du bist der Mörder. Also eine Ausrede hättest du jetzt gerade eine bessere ausdenken können. Das war mein Partner. Halt! Was meinst du mit Partner? Dass ich mit ihm zusammen geschafft habe. Er hätte mir den Videobeweis von seiner Recherche liefern, bis du gekommen bist und ihn umgebracht hast. Aber was? Du hast mit dem Journalist zusammen gearbeitet? So, stell dich nicht so dumm. Jetzt langt's. Jetzt habe ich wirklich keine Geduld mehr. Warte, so glaub mir doch. Ich bin joggen im Wald und dann habe ich die SD-Karte am Boden gesehen. Dann wollte ich sie auflesen und ja, dann bin ich gestürchelt und es ist irgendwie alles drunter und drüber und dann die Leichen und... Warte, was für SD-Karte? Also da sind eben so Videos drauf von dem toten Mann und dann musste ich herausfinden, was da los ist, weil die Polizei sucht mich ja und ja, dann musste ich recherchieren und ja, das ist irgendwie so ganz viele tote Leute und irgendeine Firma ist dort... Halt, dann bist du also nicht du gewesen. Dann hast du weitergemacht. Aber warum? Ja, die Polizei hat mein Handy ab und ich glaube, sie verfolgen mich. Und dann habe ich selber recherchiert und das ist halt eine riesengroße Sache da. Allerdings. Aber wer bist denn du? Man könnte fast meinen, ich sei der Grund hinter all dem. Ich glaube, wir zwei werden noch einiges zu bereden haben. Jetzt? Gerade da? Ja, jetzt, aber nicht da. Irgendwo Unauffälligeres? Ja, ich kenne einen Ort. Also Ungar, ich kenne da einen guten Ort, haben wir etwas anderes vorgestellt. Ah, vertrau mir. Ja. Also schon. Wo sind wir jetzt gerade im Auto stehen geblieben? Was am Morgen im Wald passiert ist? Ja, okay. Also... Hey, Cameron! Hey, der Juan! Was ist das? Ja, gut, gut. Und dir? Sí, muy bien. Und bist du Dame? Hä? Juan. Nora. Mucho gusto. Also, was darf ich zum Trinken bringen? Cerveza, Cocktail? Ein Mineral bitte, mit. Mineral? Und du? Ja, ja, für mich auch gerade. Was Mineral? Und zum Essen? Hey, du weißt doch, was ich nehme. Deine Tacos. Claro, tacos, muy bien. ¿Y für die Dame? Ja, sonst für mich auch. Mal passt es. Dos tacos. Einen kurzen Moment.
Unauffälliger ist es jetzt nicht gegangen. Ja, gutes Essen. Also, du bist in dem Fall am Morgen vom Wald so ganz zufällig in die Situation hineingeraten. Und dann? Also, was ist denn passiert? Ja, du hast mich dann verfolgt. Ja, ich weiß. Aber danach Oh, nicht. das Mineral. Okay. Und für dich. Tacos kommen gleich. Ich meine, wie bist du in den Fall hineingeraten und was weißt du bis jetzt? Also, bevor ich vom Weg abgekommen bin, habe ich die SD-Karte am Boden liegen gesehen. Nach der Verfolgung war das dann das einzige Stück, das ich noch hatte. Ich habe die SD-Karte mit heimgenommen und wollte sie öffnen, aber irgendwie sind die Dateien kaputt. Zum Glück hatte ich einen Kollegen, der mir helfen konnte und ein paar von diesen Dateien wieder herstellen ja, auf dieser SD-Karte sind dann so Videos, wo der Typ vom See drauf war. Der Daniel? Daniel. Ja, erzähl bitte. Wie sich herausgestellt hat, war der Daniel ein Journalist und war gerade an einem riesengroßen Fall dran. In diesen Videos ist er dann entführt worden und sehr wahrscheinlich auch getötet worden. Oh, shit. Dank diesen Videos konnte ich herausfinden, wo das Büro des Journalisten ist. Ich bin dann dorthin und das ganze Büro war voll demoliert. Aber ich habe etwas gefunden. Eine Liste mit 20 verschiedenen Adressen von 20 verschiedenen Personen. Und die bin ich dann auch aufsuchen. Aber es sind alle Personen irgendwie krank oder tot. Jede Person hat einfach irgendwie etwas gehabt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, was echt nur in diesem Quartier los war. So, Entschuldigung kurz, wir hatten keine Tacos mehr. Aber Pommes für euch geht aufs Haus. Also, Bon Appetit. Merci. Okay. Für dich. So. Danke. Lass dich schmecken. Irgendetwas ist mit dem Quartier. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und es hat sich dann herausgestellt, dass die Baufirma Terranova irgendetwas mit dem zu tun hat. Seit die Bau abgeschlossen worden sind, haben sie irgendwie wieder finanziellen Zuwachs gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass die irgendetwas mit dem Massensterben zu tun haben. Ja, da kannst du laut sagen. Du bist echt verdammt weit mit deiner Recherche gekommen. Jetzt schuldest du mir aber auch noch eine Erklärung. Du bist am Journalist seine Freundin. Nein. Er sieht so Quelle. Was heisst denn das jetzt? Schau. Okay, ich erkläre dir jetzt alles von Anfang an. Du hast recht gehabt. Hinter dem Ganzen liegt Terranova. Eben doch! Dann habe ich ja recht gehabt. Ja. Terranova ist ein riesiges Familienunternehmen. Das Immobiliengeschäft früher von ihnen ist wunderbar gelaufen, bis dann vor vielen Jahren angefangen hat, zum Konkurrenz zu steigen und sie nicht mehr mithalten haben können. Sie haben droht zum Konkurs zu gehen. Um dann zu ihrem alten Reichtum wieder zurückzukehren, hätten sie alles gemacht. Verdammte Schwein. Du wirst nie darauf kommen, was sie nachher gemacht haben. Aber was haben sie denn gemacht? Sie wollten eine neue Branche suchen, um ihren Gewinn wieder ein bisschen zu pushen. Nach langem Suchen und mit ganz viel Schwindel sind sie dann aufs Bundesamt für Energie gekommen. Selbst war verzweifelt auf der Suche nach Endlager für Atommüll. Terranova hat eine Bauplanung von einem riesigen Endlager vorgeschwindelt. Jetzt kommen jetzt von der Schweiz regelmäßig Atomabfälle über, wo sie dann für riesige Summen einfach verschwinden lassen. Warte. Ich komme nicht mehr mit. Was hat das jetzt mit dem Journalist und den kranken Leuten zu tun? Jetzt überleg mal. Warum sterben ganz viele junge und gesunde Leute aus unerklärlichen Gründen einfach weg? Leute, die alle in einem neu gebauten Wohnviertel wohnen, wo von einer Baufirma gebaut worden ist, wo Atomfässer entsorgt, aber gleichzeitig sparen muss. Die Leute sterben an radioaktiver Strahlung.
Terra Nova lässt die Fässer ins Fundament der neu gebauten Wohnviertel einbetonieren, ohne jegliche Rücksicht auf Sicherheitsvorschriften zu nehmen und ohne darauf zu achten, dass da ganz viele Leute möglicherweise komplett verstrahlt werden könnten, ohne dass sie es wissen. Das ist ja unglaublich. Aber von wo weißt du das? Ich bin die Tochter von der Familie Terra Nova. Ich habe alles mitbekommen und musste mitmachen. Ich war so gerne an diesen Fässervergrabungen dabei. Früher, als ich klein war, habe ich es einfach nicht gecheckt. Aber jetzt, als ich genug alt geworden bin, habe ich gemerkt, wie unmoralisch das ist und habe mich von meiner Familie abgewendet. So, jetzt kannst du dir auch mal behilflich machen. Nein, ich mag nicht. Du hast für nichts viel brauchen, Mann. Ich habe gesagt, ich will dir nicht helfen. Dann nehmen wir mal die Schaufel. Also, wir das selber machen, Mann. Dann gehen doch mit dem zu den Medien. Ich kann nicht. Ich bin noch viel zu fest involviert in dem und gilt gesetzlich auch noch als schuldig. Sie haben eben Beweismaterial von mir. Halt in diesen Vertragsakten. Da bin ich immer noch drauf. Okay, das ist blöd. Mein nächster Schritt wäre gewesen, dass ich die Beweisakten klauen tue. Für das müsste ich aber ins Terra Nova Familienhaus einbrechen, weil ich dort ja nicht willkommen bin. Aber jetzt habe ich eben den Daniel nicht mehr und muss da irgendwie selber in die Hand nehmen. Ja, komm, ich helfe dir. Im Ernst? Würdest du mir helfen? Ja, ich bin schon so in dieser Sache drin. Da kommt es auch nicht mehr drauf an. Aber wie würdest du das machen? Also, wie ist jetzt der Plan? Ja, hast du noch ein Papier? Ja. Gut, wie folgt. Also, die Dokumente sind da. Also in der Bücherei? Genau, in einer Tresorine. Und wie kommen wir denn nicht hin? Gut, lass mir zu. Bist du bereit? Jawohl. Okay. Jetzt wäre der letzte Moment zum Umtrüllen. Bist du sicher, dass du mit mir mitmachen willst? Ja, komm. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Okay. Okay, gut. Wir lassen das Auto hier stehen, dringen von der Südseite herein und sobald wir die Beweismittel haben, kommen wir direkt hier runter und hauen ab. Ja.
Willkommen zu Hause. Oh, was? Der Ruf gehört. Ja, wie laufst du? Nee. Nein. Momol? Oh. Das darf ich Ihnen bringen, Mademoiselle. Gerne einen Espresso Martini. Oh, Ihr Akzent ist sehr sexy. Gerade noch einen für meine Begleitung. Begleitung? Oui, oui. Er kommt nachher gerade noch. Muss noch zuerst ein Haus überfallen. Ah ja? Hm. Ihre Espresso Also die Beweismittel werden vermutlich in dem Büro sein. Meine Vermutung dazu, der Tresor. Ja. Also. Da braucht sie einen Code. Weißt du einen? Ja. Also früher war es mein Geburtsdatum. Ist immer noch, vermute ich jetzt mal. Oh. Das ist der falsch. Weißt du noch einen anderen? Ja, also würde eigentlich Sinn machen, dass sie meinen nicht mehr haben. Der von der Mutter vermutlich. Scheiße. Ja, vom Brüder. Ah, Scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Der Schlüssel. Der ist irgendwo verwahrt. Wo? Im oberen Stock hat mein Vater auf dem Kachelofen eine Dose. Dort hat er immer alles versteckt vor uns Kindern. Ich vermute, er ist dort oben. Bett, einfach, dass er dort oben ist. Ich gehe ihn holen. Ah, warte. Aufteilen fände ich nicht so gut. Gehen wir gescheiter zusammen. Das ist der Richtige. Okay. Scheiße! Ich glaube, es kommt jemand.
like Columbo. You be the judge like Never go slow, I can walk like a rhino. Morgen. Morgen. Hast du gut geschlafen? Mhm. Soll ich dir einen Kaffee machen? Oh, ja, gern. Sie? Bitte. Zum Glück ist der Kai heute in der Uni und nicht da. Ich wohne jetzt zu zweit. Ja, weißt du, mit der Miete ist es noch gäbig und er schläft auf dem Sofa. Okay. Bin ich froh, dass wir es endlich hinter uns haben. Also. Also der Einbruch, meine ich. Ja, voll. Was wollen wir heute machen? Ich weiß nicht. Auf was hättest du Lust? Ja, wenn wir in die Stadt gehen. Gerne, kannst du mir gerade alles sagen. Super, ja. Sag mal, was wollen wir heute essen? Sollen wir uns Dampf stellen? Ah, schon willst du bestellen? Ja. Warte. Mal das scharf. Autogrill, Juan González. ¿Qué pasa, güey? Hoi Juan, das ist der Joel. Ah, ¿qué onda, güey? Du, ich würde gerne heute bei dir bestellen. 2-mal Menü B. ¿Ve? Dame tu ubicación, pendejo. Super. Danke. Tschüss. Schwester, rühr doch! Wie kannst du das wagen, unsere Familie so zu hintergehen? Lass mich los! Für euch ist schon gespart!
Ich habe Beweis im Club gefunden. Ist ja blöd, wenn man da in so einem Saftladen liegen lässt. Aber... Und dann habe ich euch einfach ausfindig machen. Jetzt habt ihr verloren. Also hat ein Toter noch nicht gelangt. Alessandro, bitte, lass mir zu! Nein, wir haben angefangen fest zu graben. Dann bist du einfach abgehauen. Du hast mich und meine Familie in Ruin gezogen. Dafür wirst du weiter zahlen. Es ist vorbei, du verfickte Schlampe. Ja, hast du jetzt wirklich gut, sagst du im Vorteil gewesen, hä? Das haben wir alles so eingeplant, dass wir Beweise im Club liegen lassen, dass ihr sie findet und dass du uns verfolgst. Das haben wir alles so geplant. Und dass dein Wäffeli da jetzt keine Munition mehr hat, das nämlich auch, haben wir beim Einbruch ganz easy einfach wegnehmen. Ah, und danke vielmals für dein wunderbare Geständnis. Das haben wir nämlich gerade aufgenommen. Hey, Cabron! Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ein beispielloser Umweltskandal erschüttert derzeit die Schweiz. Das Bauunternehmen Terra Nova steht im Zentrum heftiger Kritik, nachdem aufgedeckt wurde, dass es hochgefährlichen Atommüll im Fundament eines Wohnquartiers der Stadt Winterthur einbetoniert hat. Die Enthüllung hat eine Welle der Empörung ausgelöst und führt nun zu umfangreichen Ermittlungen. Schau mal. Die Ermittlungen gegen die Firma begannen, nachdem die Kantonspolizei einen Hinweis von zwei Unbekannten erhalten hatte. Der Hinweis bestätigt sich, als bei Grabungen im Fundament mehrere verdächtigte Metallbehälter. Schon unglaublich, was meine Familie der ganzen Bevölkerung angetan hat. Gut, dass wir jetzt endlich Ruhe haben. Gut, dass ich jetzt dank dir nie mehr Ruhe mehr habe. Hey.